Ja, ein neuer Tag, eine neue Tour. Ich bin wieder hier beim UFO und beim Riesenrad. Aber diesmal geht es nicht geradeaus, diesmal geht es hier rechts rein. Und zwar heute wieder eine kurze Tour. Ich bin noch in der Aufbereitungsphase. Also ich muss erst noch ein bisschen hier in Tritt kommen nach der Pause und dem Infekt. Nase ist auch noch ein bisschen belegt. Wir wollen es nicht übertreiben. Und zwar geht es Richtung Südwesten entlang des Flusses. Da gibt es ja mehrere Flüsse hier, fragt mich nicht nach den Namen, aber der geht so südwestlich entlang. Soll eine schöne Straße sein, die dann ziemlich einsam wird. Gucke ich mir heute mal an. Mal hier. Gucke ich mir heute mal an. Ja, wird so 40, 45 Kilometer vielleicht, wenn ich noch Lust und Laune habe. Fahre ich mal die Küstenstraße entlang auf diese Halbinsel nördlich von Da Nang, sofern das Wetter auch mitspielt. Es sieht alles irgendwie ein bisschen bewölkt aus. Heute früh war auch Regen und die Straße war nass, aber jetzt mittlerweile geht's und die Vorhersage sagt eigentlich 0% Regen, aber auf die kann man sich auch nicht verlassen. Ja, wie gesagt, ich mache mir mal hier auf die Socken. Ich gucke mal, dass ich den Weg finde, unfallfrei, weil hier schießen sie aus allen Ecken wieder raus, ohne zu schauen. Es ist brandgefährlich hier in Vietnam. Auf jeden Fall wünsche ich schon mal viel Spaß bei diesem Video und let's hit the road. Verkehr, wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss wirklich 5-mal schauen, bevor man irgendwie wo lang fährt. Eben kam wieder jemand aus der Seitenstraße mit einer Rolle, ihr habt das schon von Weitem gesehen. Überhaupt keine Anstalten gemacht, da mal kurz zu halten oder zu bremsen, um zu gucken. In einem Zug aus der Seitenstraße hier in meine Fahrtlinie rein, aber nicht so, dass er dann schön brav rechts fährt. Also hier so eine Situation und ist dann hier so rechts rum eingeschert, aber eine kleine Straße war das. Aber nicht so, dass er dann rechts ran fuhr, also mir Platz machte. Die ist dann noch ausgeschert zu mir rüber in die Mitte der Straße, so dass ich dann noch zur Fahrbahnmitte ausweichen musste, ohne zu wissen, ob nicht von hinten wieder 1, 2 Roller kommen, und ganz zu schweigen vom Gegenverkehr. Die fahren ja auch gern mal rüber auf deine Seite. Also ihr habt sie dann angerunzt, aber es bringt ja nichts hier, das verstehen die gar nicht. Wir verstehen es gar nicht, was wir für Probleme haben. Weil für die ist es halt normal, aber es ist schon, ja, man muss echt Obacht geben. Da drüben kommt ein Flieger. Ja, wir sind jetzt hier entlang des Flusses. Anscheinend ist hier auch gleich der Flughafen. Und mal gucken, es soll recht schön werden. Lassen wir uns mal überraschen. War weniger schön. Ja, und mit einem Mal ist Ruhe hier. Da hinten ging dann irgendwie eine Straße rechts weg, da sind sie wohl alle lang, und hier
so eine neu ausgebaute Straße, wo sich kein Aas aufhält, mit einem schönen vermüllten Bürgersteig und Bäume, die ein Gehen auf dem Bürgersteig nahezu verhindern, weil man denen ja dann ständig ausweichen müsste. Aber es ist eine schöne, ruhige Straße. Da hinten sind die Berge. Da geht es irgendwann auch noch hinter, wenn ich dann ein bisschen fitter bin. Und jetzt gucken wir mal, wie weit es geht, weil ich glaube, das endet dann irgendwann. Da wird irgendwie noch gebaut und sie ist noch nicht so ganz fertiggestellt, aber wir gucken mal. Bin ich im ersten Dorf angekommen, nach der langen Uferstraße am Fluss entlang. Eigentlich hätte die Route schon längst zu Ende sein müssen, aber die Baustelle ist wohl aufgehoben. Jetzt fahre ich mal über den Fluss, weil da drüben ist so ein geiler Tempel. Und mal gucken, ob ich da hinkomme. Möchte ich mir mal angucken. Hier ist schon mal Einbahnstraße. Aber ja, interessiert niemanden, also interessiert es mich dann auch nicht. Man muss sich halt einfach anpassen. So, ich fahre jetzt einfach mal hier weiter, schaut interessant aus, bevor ich jetzt denselben Weg wieder zurückfahre. Ich denke mal, hier war auch noch kein Tourist, also schauen wir uns das mal an und tragen das in die Welt weiter. Oh, hier gibt's Kaffee. Schau mal her, da. Oh. Irgendwie keiner da. Und Karaoke wird kräftig praktiziert. Das ist ja hier in Asien ziemlich populär. Also speziell auf den Philippinen, da sind die ja total verrückt nach Karaoke. Da wird ja in einer Tour gesungen und irgendwie diese Maschine da angestöpselt. Oh, ganz wichtiger. Ja, und dann aber stehen bleiben und irgendwie, ja, nicht zufahren. Aber er ist ganz eilig. Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Ja, aber irgendwie gibt es ja auch keine Brücke jetzt dann auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss wieder umkehren. Jetzt läuft mir der Schweiß in die Augen. Weil sonst wird es irgendwie ein unendliches Unterfangen. Und wir wollen ja irgendwie wieder auf die richtige Seite. Also ich drehe mal hier um und dann geht es wieder zurück und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. So, wieder zurück in Da Nang. Die Ausläufer erreicht.
Ich habe jetzt so eine kleine Zeitfahreinheit hingelegt entlang des Flusses. Naja, es ging so. Beine sind noch recht angeschlagen und schwach. Aber egal, ein bisschen den Organismus ankurbeln. Schaue ich mal, vielleicht fahre ich doch noch zur Küstenstraße, weil sonst wäre die Tour jetzt schon zu Ende. Es wäre ein bisschen kurz jetzt. Also wir gucken mal, was noch geht. Ja, wie ihr im ersten Video schon sehen konntet, ich bin wieder auf der Insel Schütt jetzt angelangt. Mache hier nochmal die kleine Loop und dann geht es, glaube ich, wieder über die Drachenbrücke und dann Richtung Norden, Richtung Monkey Island, welches da drüben ist. Irgendwie der Platz erinnert mich irgendwie an, als wären wir in Pyongyang oder so. Schaut irgendwie strange aus. Jetzt würden da irgendwelche Paraden dann immer stattfinden oder sowas. So, ich hätte hier rechts gesollt. Ja, und die Brücke hier, die kennt ihr ja schon, die Drachenbrücke. Und da geht es jetzt natürlich auch wieder drüber. Angekommen hier an der Küstenstraße. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde nicht den ganzen Weg fahren. Ich werde bloß ein Stück hier an der Küste entlang trallern und dann kehre ich wieder um. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, weil es ist doch ein ganz schönes Stück. Es zieht sich noch auf dieser Halbinsel und ich will es jetzt auch nicht so übertreiben, gleich wieder am Anfang. Aber ein bisschen fahren wir hier noch entlang und schnappen noch ein bisschen die Atmosphäre hier auf. Hier mit den Skyscrapern. Schaut ein bisschen aus wie in Hongkong, oder? Wo ich noch nie da war, aber gleich wiedererkannt. Hier haben wir ein paar Bars, da kann man sich niederlassen. Alles recht hübsch hier. Also wie gesagt, ich fahre noch ein Stück zu und dann melde ich mich vom Umkehrpunkt wieder. Fleißig Instagram-Fotos gemacht von den Girlies. Ja, da drüben, da sieht man den Waldbuddha. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera kennt, aber es ist doch ziemlich markant, diese weiße Statue dort. So weit ist es eigentlich gar nicht. Mal gucken, vielleicht fahre ich bis dahin und dann soll es gewesen sein.
Ja, vor dieser wunderschönen Kulisse verabschiede ich mich auch gleich mal. Es geht wieder zurück. Das war's von der heutigen Tour. Mehr ist nicht. Mehr folgt aber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schalte wieder ein beim nächsten Abenteuer hier in Vietnam. Wir sehen uns auf diesem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.